Kendo, Kenjutsu, ist das dasselbe? Gleicht es sich oder ist es ganz anders? Wenn dich das interessiert, dann ist dieses Video etwas für dich. Hallo, onegai shimasu. Mein Name ist Christian Hausecker, ich bin Shihan der Takeda Ryu Nakamura Ha. In diesem Video werden wir eine ganz heikle Frage beantworten, nämlich Kendo, Kenjutsu, ist das dasselbe? Gleicht es sich oder ist es wirklich komplett etwas anderes? Diese Frage und meine Meinung werden wir dir in diesem Video darlegen. Um diese Frage zu klären, müssen wir uns einmal ansehen, was ist überhaupt Kendo oder was ist überhaupt Kenjutsu. Kendo ist eine moderne Sportart, die ihre Wurzeln in Kenjutsu hat. Sie wird heute weltweit unterrichtet und erfreut sich großer Beliebtheit. Die japanische Philosophie, die hinter dieser Sportart steckt, kommt aus den Bushido, der Ehrenkodex der japanischen Krieger, der japanischen Samurai. Dieser Ehrenkodex ist mit dem Kenjutsu sehr verwandt und ist im Kenjutsu ebenfalls inkludiert. Im Training von Kendo lernen die Übenden Schläge, Stiche und Blöcke. Diese verwenden im Wettkampf und in der Übung ausschließlich ein mit Stoff überzogenes Bambusschwert, das Shinai. Als zusätzlichen Schutz vor Verletzungen verwenden die Übenden im modernen Kendo ebenfalls eine Rüstung. Diese Rüstung nennt man in Japanisch Bugo. Diese Rüstung besteht aus einem Men, dem Kopfschutz, der gleichzeitig den Kehlkopf und die Schultern schützt. Dann gibt es einen Brustpanzer, der den Oberkörper schützt. Der Unterleibschurz wird Tarei genannt. Und es gibt dann noch zusätzlich Schutzhandschuhe, die Schläge gegen den Unterarm und die Hände schützen. Das Training im Kendo ist dem Wettkampf total untergeordnet. Das große Ziel im Kendo ist es, den Gegner zweimal zu treffen und damit 2 Punkte zu erreichen und damit den Sieg zu erringen. Im modernen Sport Kendo übt der Kendoka, der Kendo-Betreibende, immer nur mit einem Gegner. Das heißt, niemals hat er mehrere Gegner gleichzeitig, gegen die er sich stellen muss. Der Wettkampf im Kendo und alle Übungen sind reglementiert. Wo er den Gegner treffen soll, mit welchem Teil des Shinais er treffen soll, ja selbst die Handhaltung und sogar der Spirit, der Geist des Kendoka ist für den Punkt wichtig und ist reglementiert. Das Training, die Katas, die Schlagstrategien, alles ist dem Wettkampf untergeordnet und reglementiert. Zusammenfassend kann man sagen, dass Kendo eine moderne Sportart ist mit Schutzausrüstung und wo alle Teile, alle Aspekte des Trainings und des Wettkampfs Regeln unterliegen. Was ist nun Kenjutsu? Der Ursprung des Kenjutsus ist unbekannt. Es reicht aber in der Geschichte Jahrhunderte oder Jahrtausende der Retour. Dort, wo Menschen angefangen haben, mit Schwertern zu üben und diese Fähigkeiten im echten Kampf, in einer echten Schlacht einzusetzen. Im heutigen Kenjutsu gibt es keine Rüstungen oder keine anderen Schutzausrüstungen. Das einzige Zugeständnis ist eines mit Stoff überzogenes Bambusschwert, das für die Übungen genommen wird. Um Kraft in den Händen, in den Unterarmen, in den Schultern und im gesamten Körper zu bekommen, verwenden wir im modernen Kenjutsu einen Bokken, ein Holzschwert. Dieses kann in der Länge und in der Dicke und auch dadurch im Gewicht unterschiedlich sein. Ein Yaito, ein Übungsschwert mit Saya, mit der Schwertscheide und ein echtes Katana für das echte Schneiden ergänzen die Ausrüstung des modernen Kenjutsu. Ausschließlich der respektvolle und vorsichtige Umgang mit dem Partner verhindert schwerste Verletzungen. Jedoch wird in Kenjutsu nicht nur mit einem Schwert gefochten. Im Laufe der Generationen, im Laufe der Jahrhunderte sind verschiedene andere Teildisziplinen dazugekommen, wie zum Beispiel das Jaido oder Yaijitsu. Die Samurai trugen ihre Waffen immer an der Seite. Schnelles Ziehen und gleichzeitig dabei zu schneiden oder einen Block auszuführen, ist der Ursprung im Kenjutsu und wird heute als Teildisziplin im Kenjutsu unterrichtet und trainiert. Genauso wird das echte Schneiden mit einem echten Katana
auf Reitstrommatten heute geübt. Zusätzlich werden im Kenjutsu Hebel, Würfe, Schläge, Fußtritte ausgeteilt. Ein weiterer sehr interessanter Teilbereich ist Shuri Kenjutsu. Es sind ca. 15 cm lange, aus Metall geformte Wurfpfeile, die, wenn die Distanz groß genug ist, auf den Gegner geschleudert werden, um ihn zu verletzen oder ihn zu entwaffnen. Wie du siehst, ist eine Fülle von Disziplinen und Trainingsmöglichkeiten. Das realistische und effiziente Training in Kenjutsu geht so weit, dass man mit einem echten Schwert, mit einem echten Katana, Reitstrommatten, die vorher in Wasser eingelegt wurden, zerschneidet, um seine Schneidekunst zu verbessern und zu verfeinern. Der philosophische Hintergrund in Kenjutsu ist sehr tiefgreifend. Da ein Samurai keinen Sport machte oder keinen Wettkampf machte, sondern jeder Kampf konnte für ihn sein letzter Kampf sein. Daher investierte der Samurai, der japanische Krieger, sehr viel Zeit auch in seine philosophische Grundhaltung, in seine philosophische Ausbildung. Zen, Buddhismus oder auch das Christentum waren in Japan weit verbreitet. Im Bushido, in dem Ehrenkodex der japanischen Krieger, wurde das alles zusammengefasst. In der modernen Zeit würden wir sagen, der Krieger war immer im Flow. Er war immer im Hier und Jetzt, hatte Freude und war glücklich mit dem Moment, den er jetzt gerade erlebt, und hat diesen Moment sehr intensiv erlebt. Nicht nur in seinen Kämpfen oder in seinen Übungen mit Waffen und ohne Waffen hat er sich immer mehr vertieft und immer mehr seine Technik verfeinert. Ein schöner Satz, der mir sehr gut gefällt, ist: Heute besser zu sein als gestern und morgen besser zu sein als heute. Ich nehme an, du verstehst das schon, was ich meine. Diese Einstellung, den Moment zu genießen, bezog sich natürlich nicht nur auf seine Kämpfe, auf seine Übungen mit den Waffen oder ohne Waffen, sondern auch auf zwischenmenschliche Beziehung, auf Kochen, auf Essen, aufs Gehen, auf seine Beziehung zu seinem Lehnsherrn oder zu seiner Familie. Überall wollte er das Beste geben, weil der nächste Kampf konnte sein letzter sein. Die Effizienz der Technik, die Schnelligkeit in der Technik, dem war alles im Kenjutsu untergeordnet. Nicht Wettkampf oder Sport war hier das oberste Motto. Siegen um jeden Preis oder einfach nur überleben. Meine Meinung und meine Zusammenfassung: Kendo ist eine wunderschöne Sportart, eine wunderschöne moderne Sportart, die sehr beliebt ist. Trotz Regulierungen in allen Bereichen kann man dort sehr wichtige Eigenschaften wie Schnelligkeit, Präzision, aber auch den geistigen Background der japanischen Krieger erlernen. Kenjutsu ist kein Sport, sondern die reinste Form der Kampfkunst. Im Kenjutsu ist der einzige Maßstab der Sieg, die effiziente Technik. Dem großen Ziel ist alles untergeordnet. Selbst heute gibt es Kenjutsu-Schulen, die diese Aspekte der Disziplin, der Schnelligkeit und der Effizienz ihrer Technik noch gerecht werden. Eine davon ist die Takeda-Ryu, die 1959 mit dem Tod von Soke Obaichio ausgestorben ist. Die Schule, die das gesamte Wissen übernommen hat und heute noch unterrichtet, ist die Takeda-Ryu Nakamura-ha. Dort wurden Trainingspläne und moderne pädagogische Grundsätze eingerichtet, um diese Fülle an Möglichkeiten, der Fülle der Disziplinen zu erlernen und an die heutige Generation weiterzugeben. Es gibt Trainingsmöglichkeiten, um den Partner nicht zu verletzen. Trainingstechniken und Übungen, die abgeschwächt sind, um den Partner und den Ausführenden nicht zu verletzen. Jedoch in der realen Situation, im realen Kampf ist alles erlaubt, was diese Schule an Repertoire anbietet. Also kann man sagen, Kenjutsu ist die Kampfkunst, die in der Realität am Schlachtfeld geschaffen wurde. Bei unzähligen Kämpfen, bei unzähligen Schlachten erprobt und weiterentwickelt und von den Siegern an uns heute übergeben, dass wir es heute lernen können. Danke, dass du das Video bis ans Ende geschaut hast. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib es bitte unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte gib uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und teile dieses Video. Du hilfst uns und meinem Team damit. Ich danke dir vielmals. Arigato gozaimashita.